Hallihallöchen, willkommen zu einem neuen Video. Diesmal geht es um das Review des Mitas TerraForce R. Die Grundausstattung dieses Motorrads ist der Mitas TerraForce R. Und ich muss sagen, es war eigentlich ein echt super geiler Reifen. Hat mir riesen Spaß gemacht. Es gibt eigentlich nur eine Sache, die er nicht so mag. Und ich würde sagen, das sind alle Arten von Bodenmarkierungen und Kanaldeckel. Die mag er nicht unter trockenen Verhältnissen, also ich schätze, er mag sie noch weniger unter nassen Verhältnissen. Genau, da ist mir einfach bewusst aufgefallen. Ich würde sagen, so ein Michelin-Reifen bei mir, der macht da überhaupt nichts in der Regel. Genau, ist aber ja auch eine falsche Sicherheit, in der man sich da wiegt. Aber okay, off-topic. Und also passt immer auf bei allen Arten von Kanaldeckeln und Bodenmarkierungen. Aber was will ich noch sagen? Pi mal Daumen, hier ein paar Fotos vom Reifen. Wie hat es ausgeschaut hat bei mir nach genau 7000 Kilometern. Ich habe echt im Netz gelesen, dass ein paar Verrückte den wirklich auf 15.000 bis 16.000 Kilometer gefahren sind. Und ehrlich, ich würde sagen, bei unserem europäischen, alpinen Asphalt, wenn du ein bisschen Gas gibst, ich würde sagen, Vorder- und Hinterreifen waren bei mir auch relativ gleich abgenutzt, kann man das voll vergessen. Weil ich habe echt überlegt, wie ich so 4.000 Kilometer drauf gehabt habe, da waren noch so 3 mm Rest Profiltiefe bis zum Indikator. Gesamt hat er angeblich hinten 8 mm und vorne 4 mm Profiltiefe, wenn er ab Werk kommt. Ich habe überlegt, wie er noch so 3 mm Restreichweite gehabt hat, ob ich damit nach Irland fahren kann. Spannend. Ob ich damit nach Irland fahren kann. Und habe mich im Internet schlau gemacht und ja, da waren ein paar Foren. Also manche haben gesagt, sie verbrennen in 5000 und ich habe mir gedacht, verrückt. Und wie können die anderen 15.000 fahren, die dasselbe behaupten, denselben Reifen zu fahren? Pi mal Daumen auf demselben Moped. Und ja, ich habe keine Antwort gefunden und habe mir einfach als Plan B für Irland mich dort nach einem Servicetermin umgeschaut. Kurzes Resümee, wir waren nie in Irland, aber das ist auch wieder eine andere Geschichte. Und ja, das Ergebnis, wir wären niemals hin nach Irland, 1500 Kilometer Anreise, zurück nach Irland, 1500 Kilometer Abreise und dort 2000, keine Ahnung, 3000 Kilometer Rundreise rumgekommen. Wäre sich einfach niemals ausgegangen mit diesen 2-3 mm, weil er eben kurz darauf schon quasi platt war. Hier, wo wir dann aber noch in die Dolomiten gefahren sind. Ja, ich würde sagen, ganz normales Fahren soweit. Deshalb, ich finde diesen Top-Reifen, ich finde, kann man auf jeden Fall draufleisten, kann man auf jeden Fall Spaß haben, hat einen guten Grip, macht richtig Spaß in jeder Lebenslage, auch schräglagentechnisch habe ich nichts erlebt, was irgendwie grenzwertig war. Da war eben der Seitenständer, falls ihr es noch nicht gesehen habt, hier das Video, eher etwas, wo ich mir gesagt habe, nee, der schränkt die Schräglage schon ein bisschen ein, aber der Reifen war hinten abgefahren bis an die letzte Kante. Vorne war echt spannend, vorne hat er immer noch so 1,5 cm Restprofil gehabt, was visuell, hätte ich gesagt, jetzt nicht angefahren ist oder zumindest nicht allzu regelmäßig angefahren wird. Also einfach von der Seite bis zum Kern des Reifens quasi hier, so der äußere Zentimeter, 1,5 cm. Echt spannend, aber ja, deshalb war ein toller Reifen. Und ja, falls ihr euch mal irgendwie an der Laufleistung orientieren wollt, jetzt wisst ihr, was zumindest ich so geschafft habe. Passt, bei mir ist jetzt ein Anik Wild 50/50 Reifen drauf. Ich habe einfach noch den Vorderreifen gehabt und habe mir gedacht, ich hole mir einen neuen Hinterreifen, habe ihn im Abverkauf gut gekriegt. Und ja, haben wir gedacht, das ist auch eine gute Zeit jetzt im Herbst oder im Frühjahr vielleicht wieder irgendwas Offroad-technisches zu machen. Vielleicht irgendeinen ACT-Trail zu fahren oder sonst wohin zu fahren. Und mir hat es echt riesen Spaß gemacht, mit einem 50/50 Reifen damals zu fahren. Das ist einfach echt ein geiles Gefühl. Sieht geil aus. Und wenn er bei mir im Keller liegt, bevor ich ihn verkaufe, habe ich mir gedacht, mache ich den drauf. Das wird bestimmt gut passen. Und ja, auf den ersten Metern habe ich gedacht, verdammt, da passt irgendwas beim Bike nicht. Es ist echt so ein verrücktes Einlenkverhalten, aber es war bei der Ducati auch komplett verrückt. Aber ja, man gewöhnt sich innerhalb der ersten 5 Kilometer dran. Er wird ja auch eingefahren, passt sich auch noch an. Mega geil, macht riesen Spaß. Dementsprechend, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like und ein Abo da. Bis bald. Man sieht sich. Immer gute Fahrt. Ciao.